Und somit herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play, Let's Check. Wir werden sehen, wie sehr ich mich jetzt hier reinsuchten werde. Clair Obscure Expedition 33. Ganz neu auf Steam und wird schon so ein bisschen als Final Fantasy Alternative gehandelt, muss man sagen, und kommt von einem französischen Entwicklerstudio. Ich habe mich jetzt hier nicht weiter spoilern lassen, aber eins vorweg, man soll es hier wirklich auf Controller zocken, ne? Also ich habe jetzt hier mein Stadia-Controller, immer noch mein absoluter favorisierter Controller, ne? Also besser als PS5 etc. Und kann man mittlerweile immer noch freischalten. Also wenn ihr das als Elektroschrott noch zu Hause liegen habt, einfach über Google anlocken und als ganz normalen Bluetooth-Controller benutzen. Ich finde, der liegt wirklich sehr gut in der Hand. So, ich bin gespannt. Warte mal, ich wollte noch mal eben ganz kurz in den Settings rein. Und zwar hier, Grafik, das Ganze als rahmenlose Fensteransicht machen. Zack, ja, okay, perfekt. Dann habe ich nämlich meinen Taskbar weg. Und, ein RPG wie nennt man das? Rollenbasiertes RPG? Also, Roll Combat. Rollenbasiertes Kampfsystem, so rum. Allerdings mit Echtzeitelementen. Und ich selbst habe mich noch gar nicht hier reingewagt in das Spiel. Also wir machen das jetzt tatsächlich gemeinsam. Schwierigkeitsgrad gibt es natürlich verschiedene. Und erstmal moin an die Leute auf Twitch, die gerade einschalten. Freut mich, dass ihr dabei seid hier bei diesem Let's Play. Ich bin ein bisschen früh dran, aber ich habe eigentlich Bock, ey. Ich habe Bock auf das Spiel. Und dementsprechend gehen wir jetzt hier mal rein. Entdecker, Story oder Experte. Wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten. Story, ein narratives Erlebnis, bei dem die Kämpfe weniger fordernd sind. Gegner bewirken wenig Schaden. Es klingt einfach perfekt, ne? Es klingt perfekt. Wir machen Story, Leute. Wir machen Story. Tutorials lassen wir erstmal an. Charakteranpassungen, Filmsequenzen lassen wir ebenfalls an. Und Textsprache Deutsch, gesprochene Sprache gibt es nur Englisch oder Französisch. Dementsprechend, viele Leute, die mitlesen möchten, ne, dann einfach mitlesen. So, anwenden. Wollen wir starten? Natürlich wollen wir starten. Und ich bin gespannt, wie uns das Spiel jetzt hier begrüßt. Vor allem auf die Animation, auf die Sequenzen, auf die Filmsequenzen. Ich glaube, das wird echt sehr pornös. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit in den Einstellungen ändern. Das finde ich super. Das finde ich sehr, sehr gut. Und wir warten mal ganz kurz ab. Sollte ich mich schon ausblenden? Ich denke schon, oder? Wird da bestimmt hier gleich was richtig Fettes reinkommen. Was Cineastisches, weißt du? Von daher mache ich mich mal invisible. Give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Ooh, dark. Sophie would approve. Hey, you said it, not me. The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up 3 tables? They'll manage. You underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least 5 tables. Marvelous. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the paintress directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. And soon, we'll get to do a lot more than throw rocks.
apparition said. Hey, you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Sorry. Yeah. You still got a flower to give, no? Yes. Just... I'm not sure how to start. After 4 years apart, what do I say to her on the day of her gamache? You're asking me? I don't know. Sun's about to set, so be direct. Hey, Soph, been a while. Could we... Prolog. Boah, sieht das gut aus, ey. Meine Fresse. Meine Fresse. Und, ich muss direkt sagen... Kann ich hier in die Settings rein? Ja, da. Ich muss direkt sagen, was mir super gefällt, es sieht nicht wie bei Final Fantasy nach einer K-Pop-Boyband aus, weißt du? Das finde ich sehr, sehr gut. Also gefällt mir unheimlich gut. So, wir gehen mal ganz kurz hier von den Settings ein bisschen runter. Weil ich gerade sehe, Codierung überlastet. Also mein Rechner 97% Auslastung gerade. Ja. Ist okay. Das Spiel ist halt the shit, muss man sagen. Ist the shit. Machen wir hier auf 60 FPS. Ja, bitte ändern. Dankeschön. Jetzt ist mein Rechner hier ein bisschen entspannt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sollte es hoffentlich ein bisschen besser gehen. Immer noch. Ist nicht schlimm. Wir ändern das nochmal. Wir haben ja Zeit. Ja. Musik zur Szene ist schon mal eine 10 von 10 für mich. Die Grafik ist nicht von schlechten Eltern, ja. Also, man muss halt bedenken, ich streame und nehme das nebenbei auf und das fickt gerade meinen Rechner so ein bisschen. Deshalb muss ich das hier ein bisschen anpassen. Sorry dafür. Wir gucken mal so ein bisschen, was wir hier rausnehmen können. Ohne jetzt hier zu sehr an Qualität zu verlieren, ne? Da muss man ganz klar sagen. Aber so ein bisschen muss ich meinen Rechner hier, ja... Ein bisschen muss ich ihm unter die Arme greifen. Das würde ich gerne ausmachen hier. Ausgewogen, wenn wir auf Leistung gehen. So, wir gucken mal. 81, 66, ja, das sieht gut aus. Das hat auf jeden Fall geholfen. So, also klar, wir verlieren natürlich jetzt hier ein bisschen Grafik, aber ganz ehrlich, dafür läuft es flüssiger und das ist mir lieber, als wenn ihr eine Ruckelshow, eine Ruckelparty habt. Von daher, ja, gut. Abseits davon, ey, das wird eh noch runterskaliert auf YouTube. Von daher, wenn ich das jetzt hier pornös laufen lassen würde, ihr hättet eh nichts davon. Von daher denke ich, das ist ein guter Kompromiss. Und grafisch sieht es natürlich sehr, sehr geil aus, ne? Also man muss ganz klar sagen, es wird als Final Fantasy Alternative gehypt. Und ich bin ehrlich, das gab es bisher noch nicht, ne? Es gab bisher noch kein Spiel, wo man gesagt hat, boah, das ist irgendwie ein Äquivalent zu Final Fantasy, weil Final Fantasy einfach seinen eigenen Charme hatte, seine eigene Welt, ne? Sein eigenes Feeling, seine eigene Atmosphäre, ne? Und da soll dieses Spiel hier sehr nah dran kommen und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, wie ich finde. Was ihr gerade gesehen habt, diese Cutscene ist übrigens keine animierte, vorab animierte Sequenz, sondern wirklich in-game, ne? Das heißt, wenn wir uns hier umziehen etc., also wir können später Ausrüstung anpassen und so weiter und so fort, fließt alles mit rein. Finde ich sehr geil. Achso, das ist Springen, okay. Eine Blume für Sophie. Willst du sie nehmen? Auf jeden Fall nehmen wir sie mit, ne? Also ganz wichtig, ne? Die Frau muss bei Laune gehalten werden. Wie gern würde ich jetzt testen, ob wir hier über das Geländer springen können? Nein, es geht nicht. Erstmal Suizid. Spiel vorbei. Schade, Marmelade. Okay, nein, das geht natürlich nicht. Aber cool. Wir gucken jetzt hier mal weiter. Ja, grafisch, wie gesagt, sieht's cool aus. Ein bisschen haben wir es runtergestellt. Ich habe nebenbei hier mein Nvidia Center offen. Wir sind bei 80% GPU-Auslastung. Können wir wahrscheinlich noch ein bisschen was... Wollen wir uns ranwagen? Wollen wir uns einfach mal ranwagen und die Grafik nochmal ein bisschen hochziehen? Warte mal, komm, ey, wir probieren es jetzt hier, Leute. Wir probieren es. Wir lassen 60 FPS drin. Das lassen wir, warte mal, wähle ob chromatische Aberrationseffekte. Alter, sei es chromatisch oder Aberrationseffekt. Kein Plan, was das heißt. Aktiviere diese Option für einen dezenten Farbseparationseffekt, der eine Filmkamera simuliert. Oder deaktiviere, okay. Können wir auch mal deaktivieren. Vignette. Vignette aktiviere für eine fokussierte Mitte. Können wir mal lassen. So, Schatten lege ich nie großen Wert drauf. Reflexionen lassen wir einfach mal. Ja, ich glaube, das passt so, oder? Shading können wir mal rausnehmen. Und dafür nehmen wir vielleicht
Anti-Aliasing mal hoch auf Epic. Ja, mal gucken, wo jetzt mein GPU hinspringt. Das sieht aber sehr, sehr charmant aus. 65%, also guck mal. Dann probieren wir nochmal eins. So, und dann sollte das hoffentlich so passen. Reflexion machen wir mal auf hoch. Und ansonsten sieht das gut aus, denke ich. So. Gucken wir mal. Okay. Ja, guck mal. Da hinten ist übrigens eine 34. Also da diesen Halbkreis, wie ihr seht. Oder diese Kugel. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Aber sonst sieht es auf jeden Fall sexy aus. Wir gehen mal weiter. Erinnert mich grafisch ein bisschen an Hogwarts Alright, Legacy, let's muss go. ich sagen. I'll accompany you there. Are you ready to see her again? Drück gerade mal so ein bisschen die anderen Knöpfe. Die machen Bin aber noch ready. nichts. Also wir können springen und das war's. Was haben wir hier? Okay, man merkt, es ist ein französisches Entwicklerstudio, ne? Ist alles, Französisch. Oui. Baguette de fromage. Oui. Das Einzige, was ich kann. Was das heißt, keine Ahnung. Bonjour. Mehr Französisch kann ich nicht. So, Opera, also eine Opera. Eine Operette. Wir gucken jetzt hier mal durch. Können wir rennen? Okay. Ach, guck mal. Das ist Rennen. Okay, cool. Das geht. Und ich gucke mir jetzt hier einfach mal um, ob wir irgendwas picken können, irgendwas aufheben können. Dass ich hier nichts übersehe, aber das sieht soweit schick aus. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Sweet Spot an Einstellungen gefunden. Das sieht sehr schön aus. Und was ich extrem feiere... Aber ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. Ich hab mich ein bisschen belesen und das Spiel habe ich mir tatsächlich vorbestellt. Also gekauft. Ich habe es nicht bekommen, weil das Spiel mich so sehr angesprochen hat und ich einfach diesen Final Fantasy Charme liebe. Diesen Final Fantasy Charme. Da ich gesagt habe, ey komm, das ist mir diese 40, 45 Euro wert. Ne? Ist gerade auf Steam noch mit 10% Discount. Also, Don't tell your sister. wenn euch das Spiel gefällt, die erste Folge wird morgen Borrowed, spätestens perhaps online from gehen, the also am Expedition Sonntag. Academy. Drücke X, um den Wish I had them Greifhaken when I was einzusetzen. working as a courier. Okay, dann kauft euch das Spiel. X. Ja, ich muss auf den Controller schummeln, Linsen. Guck mal, da geht er ganz entspannt und da hinten rennt er. Vor allem, wie er sich nach vorne legt beim Laufen, Alter. Richtig gut, gefällt mir. So, wo sollen wir den Enterhaken dran setzen? Da hinten. Okay, perfekt. Dann. Oh, nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. I like. Das war... Okay, warte, nochmal. Können wir wieder zurück? Ja, können wir. Okay, das sieht... Alter, das sieht nice aus. Ohne Flachs. Das gefällt mir richtig gut. Also Animation on point, muss ich sagen. Gefällt mir. Dickes Like. Okay, hier ist ein Wetzstein. Können wir später unsere Waffen wetzen, also schärfen. Das wäre sehr, sehr cool. Da hinten kann man noch das Ganze nutzen. Wir gucken uns natürlich ein bisschen um, weil die Welt sieht traumhaft schön aus. Da oben sind irgendwie, ja, Inseln, die schweben, ne? Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. Hey, lass mich. Ich muss mir das Ganze in Ruhe durchgucken hier. Angucken. So, was haben wir denn auf der Seite? Erinnert mich so ein bisschen an Bioshock 3, ehrlich gesagt. So von der City her, vom Aufbau, weißt du? Pow! Das ist ohne Flachs richtig gut. Richtig gut. Can't believe Sophie already turned 33. She looks so much younger than you. Gefällt mir. Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. Guckt euch das an, ey. I can Guckt imagine. euch das an. Richtig nice. Boah, ich würde so gern die Grafik hochschrauben, ne? Das sieht echt sehr, sehr sexy aus. Mal, auch wie er springt. Also, echt gut. Richtig gut gemacht. Sorry, ich lobe das Spiel für seine simplen Sachen hier. Aber das ist halt das, was mich catcht, weißt du? So. Ich werde sonst sehr schnell gelangweilt, wenn da eine lieblose Welt hingeklatscht wurde und, ja, man dann halt nur durchläuft. Und hier hast du so ein bisschen was zum Gucken, zu entdecken. Finde ich gut. Geh mal rüber da. Und, Alter, sowas catcht mich. Sowas catcht mich wirklich. Finde ich gut. Die Musik auch dabei. Sehr angenehm. Nicht überladen. Was ist los? You look tense. Mael. Wir suchen noch einen Namen für unser Nachwuchs. Mädchen. Wenn ihr Ideen habt, gerne mal in den Chat oder in den Kommentaren. Yeah, yeah. I
I know what you need. A little jewel. Jetzt wird geboxt. No. Come on, it'll loosen you up. You can't go and see Sophie all somber and tense. And if you win, I'll give you something you can use with your Lumina converter. Lumina-Umwandler. Okay, ich bin gespannt, was das sein wird. Alright, you're on. Kann das dicke Ding mal von meinem Mund wegnehmen. Yes! Okay, jetzt wird gekämpft. Willst du während des Duells das Kampftutorial absolvieren? Ja, bitte. Ich hasse zwar Tutorials, aber das müssen wir uns einmal anschauen. Okay, Gegenstände, Fertigkeiten. Während seines Zugs kann dein Charakter angreifen, zielen, eine Fertigkeit einsetzen oder einen Gegenstand benutzen. Fertigkeiten verbrauchen AP, also Action Points, wenn sie ausgeführt werden. Du hältst AP, indem du Standardangriffe ausführst oder parierst. Okay. Erinnert uns sehr stark an Final Fantasy, ne? Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Okay, was haben wir da? Die Charaktere kommen der Reihe nach dran. Okay, das kennen wir auch von Final Fantasy. Versuche anzugreifen, um ein AP zu erhalten. Okay, angreifen. A. Greif ein einzelnes Ziel an, stellt ein AP wieder her. Mach mal. Okay. Klassisches Combat-System aus Final Fantasy von den alten Teilen, kennt man. Gegner führen normalerweise eine Aktion pro Runde aus. Du kannst sie während ihrer Angriffe verteidigen. Mael wird jetzt angreifen. Okay, wie greife ich, wie verteidige ich? Würde uns jetzt sagen. B, ausweichen, okay. Wenn du während eines gegnerischen Angriffs im richtigen Moment ausweichst, kannst du Schaden vermeiden. Wenn dir das im letzten Moment gelingt, zählt es als perfektes Ausweichen. Drücke B, um auszuweichen. Okay, das hat geklappt. Sehr cool. Jetzt haben wir ein AP. Mit dem AP eines Charakters lassen sich Fertigkeiten einsetzen. Jeder Charakter kann mit bis zu 6 Fertigkeiten ausgestattet sein. Versuch eine Fertigkeit einzusetzen. Was heißt versuchen? Wir werden es einfach machen, Alter. X. Lumier-Attacke und Überladen. Gustav beginnt mit 2 Fertigkeiten. Lumier-Attacke und Überladen. Er kann durch Einsatz von Angriffen und Fertigkeiten seine Überladenanzeige füllen, um dann eine verheerende Überladenfertigkeit auszulösen. Setze Lumier-Attacken ein, um Ladungen zu erhalten. Okay, machen wir mal. Okay, wenn du im richtigen Moment A drückst, wird die Wirkung deiner Fertigkeit verbessert. Alter! Ohne Flachs! Wer hat das damals nicht gemacht? Versucht bei irgendwelchen Games im richtigen Augenblick eine Taste zu drücken. Ey, Pokémon, beste Vergleich. Damals beim Pokémon-Fang, du hast den Pokéball geschmissen auf den Gameboy und hast versucht, in der richtigen Sekunde A zu drücken, in der Hoffnung, dass das irgendwas bewirkt. War natürlich Schwachsinn, aber dein Inneres hat dir gesagt, du musst das machen. Dann kriegst du das Pokémon. So. Genau, 500.000 verkaufte Exemplare in einem Tag. Das ist so. Okay. Ja, okay. Mega. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zu diesem nicht der Unterschied. Das ist eine perfekte Mischung zwischen klassischen rollenbasierten oder Rollen... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also, das Kampfsystem Final Fantasy, Alt Final Fantasy, ne? Also, man hat hier beides zusammen. Realtime und wechselnd. Quicktime-Events. Danke, das war das Wort, was ich suchte. Du kannst während eines gegnerischen Angriffs auch parieren. Parieren erfordert das gleiche Timing wie perfektes Aus. Das ist auch schwieriger zu schaffen. Okay, parieren ist rechte Schultertaste, glaube ich. Ja, okay. Man soll aber ausweichen und dann parieren, habe ich gelesen. Bam. Nice. Sieht richtig sexy aus. Überladen. Gustav Überladenanzeige ist voll. Verwende jetzt Überladenfertigkeit, um einen verheerenden Angriff auszuführen. Okay, und überladen. Überladen. Fügt einem einzelnen Ziel einen hohen Blitzschaden zu, dessen Höhe von der Anzahl der Ladungen abhängig ist. Ein Treffer kann Ziel brechen, setzt Ladungen zurück. Mach mal. Okay. Ehrlich, mein Herz geht auf. Mein Herz geht bei diesem Screen auf. Ich krieg ein bisschen Pipi in den Augen, ne? Kampfbeute. Du kriegst, du siehst, wie viel EP, ich denke mal, das heißt EP, du hast, höchster Schaden, also eine Übersicht, wie viel Damage du geballert hast, wie viel Statistik, Alter. Das habe ich bei Final Fantasy damals gelebt, in den alten Titeln, ne? Du hast genau gesehen, nach dem Kampf, was hast du in Erfahrung gewonnen, welche Beute gab es. Das ist einfach Belohnung, Belohnung pur. Da wird das Belohnungssystem in deinen Synapsen aktiviert. Richtig geil. Now, don't you feel better?
Ach, see geil, your Alter. smile. Geil, geil, geil. Ich krieg Pipi in den Augen. Richtig gut. Du hast gewonnen. Fühlt sich nicht besser? Ich sehe da ein Lächeln. Na, du siehst auch ein bisschen Pipi in meinen Augen, habe ich dir gerade schon gesagt. Alright, now. Farbe des Lumina Define kann Sophie. verbraucht werden, um einen Charakter einen zusätzlichen Lumina-Punkt zu verteilen. Okay, also gut, lass uns Sophie finden. I saw her near the red and Ich habe white sie in der tree. Nähe des rot-weißen Baums Ja. gesehen. Okay. Ich habe vorher mich ein bisschen, also wirklich eine Seite durchgelesen, eine Internetseite mir angeguckt. Und zwar Tipps, die ich gerne vor dem Spiel gewusst hätte. Ne, das waren so 7, 8 Tipps auf, weiß nicht, GameStar oder sowas. Also Oh, the dementsprechend plaza is lively. habe ich mich ein Why bisschen people like belesen. to Ne? celebrate Um the jetzt keine Gomage is klassischen still a Anfängerfehler mystery to me, but zu machen. oh well. Was ist das für komisches Glibbergestein hier? Weiß man nicht, ne? Okay, also die ganzen Buttons, die ich auf meinem Controller habe, hier X, Y, B, sind useless. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, ist A mit Springen und halt hinten die Schultertasten mit Gehen oder halt Rushen, ne? Also Rush B. So, X, einmal rüber da. Gefällt mir. So, ich würde die Kisten gern verhauen. Ich würde die gern kaputt schlagen. Das wäre so das i-Tüpfelchen, was mir fehlt, weißt du? Dass man das noch irgendwie, dass man so ein bisschen den Drang bekommt, etwas zu zerstören. Really understand. You and Sophie broke up Weißt du, so und die Map long halt ago, weiter zu erkunden. but clearly Aber gut. you never got over her. Why'd you wait until today to say something? It's a bit late, isn't it? Richtig gut, richtig gut. Grafisch ansprechen, muss man echt sagen. Also, liebe Leute auf YouTube, ne? Pusht gern das Video, also schreibt Kommentare drunter, guckt euch die Folgen an, weil daran ist abhängig, ob ich das Let's Play weitermache oder nicht. Ich will jetzt hier keinen Druck aufbauen, aber Sophie's das ist auch down so ein there. Spiel, da kannst du auch echt allein drin versinken, weißt du? Einfach Monitor an, Fokus, Licht aus, Headset auf, los geht's. Yeah, I know. Good luck. I'll be here for you if things don't go as planned. Thanks. Zwecks Kisten zerschlagen, nicht so wie bei Assassin's Creed. Wo geht das denn? Eigentlich so Diablo zum Beispiel, beste Beispiel, weißt du? Du läufst durch Maps und kannst halt alles so kaputt machen. Kisten, Truhen, whatever. Also klassisch RPG halt, ne? Hast du ja überall oder fast in jedem RPG irgendwie. So, drücke X, um das Seil zu benutzen. Okay, da unten ist der rote Baum, der uns gerade angedroht wurde. Gehen wir doch da mal runter. Okay, das gefällt mir. Das sieht cool aus. Was ist das da auf dem Boden? Sind das Blüten? Blüten werden das sein. Ja, ja, Blüten, okay. Viele Blüten, die hat keiner aufgeräumt. Schande über den Hausmeister. The last few days meant everything. Man sieht, das sind französische Entwickler, ne? Ohne Flachs. Can we talk? Gustav, Allein an der Baskenmütze, Alter. Das ist halt so französisch, ne? I love you. Dass sie jetzt nicht noch ein Baguette unterm Arm kleben hat, ist doch alles. Sorry, ich wollte es nicht kaputt machen. Ja, scheiße. That's for your, if there's room. There's always room. You know, I I'm missed you. sorry that... I You miss don't you need too. Okay, You go. you. You know how I feel? I wish things had been... You know, I often think... Another path, you know, another future. Still can't finish your sentences, can you? Yep, that hasn't changed. I missed that. I never faulted you for wanting to believe. You're fighting to change things.
I understand. Just... in a different world, right? We'll break the cycle, so she can't steal anyone else's future. Stubborn people change the world. And you are the most stubborn person I know. Thank you. Walk me to the harbor? Yes. Und da sind wir wieder. Und jetzt spielen wir sie. Also wird wahrscheinlich auch ein Charakter von uns werden. Ich guck mal eben. Ne, wir haben noch kein Menü oder sowas. Ne? Okay. Ich hätte gedacht, dass wir schon irgendwo ein Menü haben, wo wir uns unsere Stats einsehen können. Unsere Ausrüstung, Inventar vielleicht, so solche Sachen. Aber nein, das gibt's noch nicht. Drücke linke. Oh! Das ist cool, Alter. Das finde ich gut. Mega. Das heißt, wir brauchen nicht jetzt in irgendein Menü rein und dann die Lieder wechseln und so weiter und so fort. Okay, grabbel mal Mülleimer. Eine normale Mülltonne. Okay, ich will, dass du reingrabbelst, habe ich gesagt. Nein, okay. Warte mal, grabbelt er da rein? Ist er der Grabbelpeter? Nein. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können, okay. Guck dir das mit den Schatten an, Alter. Es ist einfach, boah, es ist so sexy, ehrlich. Ich krieg Pisse in die Augen. Es ist einfach so, es fühlt sich an wie Final Fantasy, weißt du, so. Oh Gott. Richtig gut, ehrlich. Richtig gut. Okay, hier liegt was. Chroma. Okay, das ist die Währung, vermute ich mal. So, ich will gerne mit ihm laufen. Spiegelung im Fenster. Wir gucken uns die mal an. Ach nee, da kann man reingucken. Okay. Finde ich auch gut, ne? Ist nicht nur irgendwie ein Asset, was da drüber liegt, sondern es ist halt wirklich 3D. Man kann da reingucken, Alter. Es ist Liebe zum Detail, muss man sagen. Schön Pfand aufgesammelt. Ja, genau. Vielen Dank für deine Spende. Okay, wir können mit ihr reden, sorry. Oh, hi, Sophie. So Gustav really did come, huh? I knew he would. Ich wusste, dass er das tun würde. Sind alle bereits gegangen? Has everybody already left? Yeah. Everybody's heading to the harbor. Sophie. Looks like you still have a lot of flowers left. Well, there are less and less people to buy them. Schade, dass hier keine deutsche Synchro ist. Ey, das hätte mich echt... Also, klar, englische Synchro ist oft echt gut, muss man sagen, ne? Also, gerade wenn man Originaltitel dann zockt, ist das schon geil. Aber ich glaube, deutsche Synchro wäre noch mal ein Stückchen besser gewesen. I just wish you didn't have to wear one. Tiffany. I should finish cleaning up here and join everyone at the harbor. See you. See you. See you. See you. See you. See you. Okay, ich habe gedacht, er löst nochmal einen anderen Dialog aus. Leider nicht. I can't imagine what you're going through. I'm fine. I'm fine. I've lived 30 Liebe Zuschauer, good passt das mit years. der Look Lautstärke around. so? We've had our whole lives to prepare. We're all Okay, da hinten ist richtig Party im Stamm. mostly. Gehen wir kurz I'm in not den Ecken fine. erst rein. You will be. Kann ich mit dir reden? Okay, er baut das auf jeden Fall ab. Also ob er es jetzt abbaut, um es zu nutzen oder einfach nur, um die Stadt hier wieder irgendwie mal auf Vordermann zu bringen. Aber Alter, er ist alleine hier am Zug, also er hat da ein bisschen was zu tun, ne? Muss man sagen. Kann ich hier rein? Schade, leider nein. Man kann sie rein? Auch nicht, okay. Ja, man weiß ja nicht. Man muss ein bisschen gucken, ne? Vielleicht können die verschiedene Sachen machen. Was machen Sachen? Okay. Sehr gut. Es ist einfach, Alter, es ist so gut. So gut. Ich würde gerne nochmal probieren, ein Stückchen mehr Qualität rauszuholen für euch. Ein Stückchen, nicht viel, nur ein Stückchen.
wenn wir jetzt hier globale Beleuchtung und das auf Epic machen, was passiert? Anwenden. Wir gucken mal. 80% Auslastung, das ist okay. Das ist noch okay. Es ist noch im Grün. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich will dir echt das Beste rausholen für uns. Reflexion, Nachbearbeitung, verwenden Bewegungsunschärfe, Tiefenunschärfe. Dann machen wir Texturen mal auf Epic, ne? Also das ist ja wirklich dann... Aber dann springt er wahrscheinlich wieder in den Throttle-Mode. Wobei das... Boah, das hat wirklich nochmal was gebracht, ne? Guck dir das mal an. Also das hat ja wirklich... Die Änderung ist spürbar. Also, muss ich echt sagen. So, jetzt können wir hier eine Sequenz auslösen. Achso, hier haben sich Leute auf dem Weg zum Hafen versammelt. Um zusammenzukommen. Ein letztes Mal. Okay, wofür? Wofür? Das ist leider mal der Nachteil, wenn man streamt, ne? Und dann nebenbei labert. Man konzentriert sich halt wirklich nur zu 50% auf die Story. Das muss man wirklich sagen. Wenn man nebenbei halt labert und ein bisschen unterhalten möchte, ein bisschen was dazu erzählt und dann gehen halt hier und da ein paar Elemente aus der Story verloren. Aber gut. Kommen wir hier hoch? Er kann klettern, er kann klettern. Höret, Volk! Ich bin euer neuer General. General natürlich, General. Okay, was ist mit euch los? Naja, alles Franzosen, ey. Gab's die Baskenmützen hier im Ausverkauf oder was? Alles muss raus oder wie? Wie kann ich das hier verstehen? Oh, sie summt. Ist das eine Mauer? Eine Blumenmauer? Sie sieht einfach komplett französisch aus. Ich war noch nie in Frankreich, aber genau so stelle ich mir Franzosen vor. Ah, the scintillating Sophie. Ah, die schillernde You're as Sophie. gorgeous as always. Cyril, you flatterer. Need some help with your writing again? Beautiful and perceptive, per usual. See, I'm preparing the headline for tomorrow. And who could write it better than someone who celebrates her special day today? True. So, what will the article be about? Actually, You don't know. oh, well. You really are lazy. Help me again, Sophie, please. The boss will kill me. Okay, jetzt kommt ein bisschen Story, glaube ich. Sure. Let me think of a headline. Fahles Sonnenlicht scheint auf blau-rote Blüten. Expedition 33 beginnt schicksalshafte Reise. Cyril muss seine Arbeit ernster nehmen. Das klingt doch cool, Alter. Das klingt The wirklich pale gut. sun ascends above the crimson blossoms. A headline about the contrast of beauty and death. With the paintress each year claiming the beauty of this world. Okay, now I'm inspired. Hat was gebracht. You really are a divine being, Sophie. Gerne. Don't forget to credit me. I would never. Natürlich kommen wir in die Credits. Thank you for all these times. It's always been a pleasure, my friend. Take Cool. care of yourself. Yeah. Habt ihr gesehen, der hat automatisch gewechselt. Also ich war gerade er. Und beim Dialog ist er gesprungen auf das Mädchen, auf die Dame, auf Sophie, ne? Wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.